Vor etwa einem Jahr hatte ich die Idee, den Kilimandscharo zu besteigen. Das Kilimandscharo-Massiv befindet sich im Nordosten Tansanias und besteht aus 3 Bergen: Shira, Mawenzi und Kibo. Mit 5.895 Metern ist der Kibo nicht nur der höchste Berg Afrikas und damit einer der sogenannten Seven Summits, sondern auch der höchste freistehende Berg der Welt. Neben meinem Vater schloss sich auch unser Freund Micha der Expedition an und brachte noch 2 weitere Gesichter mit ins Team: Andi und Holger. Im Juli starteten wir dann unser Training in den Alpen und nutzten die gemeinsame Zeit, um unser Material zu testen und uns besser kennenzulernen. Zum Uhuru Peak, dem Gipfel des Kibos, gibt es mehrere Routen. Für den Aufstieg hatten wir uns für die Limosho-Route entschieden. In 7 Tagen durchquert man auf dieser Route den Regenwald, das Moorland und die alpine Wüste, bis man auf dem Gipfel die arktische Klimazone erreicht. Und so begann unser Abenteuer mit einer etwa 3 Stunden langen Wanderung ins erste Camp. Um den Kili erfolgreich zu besteigen, darf man eine Sache niemals vergessen: Pole Pole. Das bedeutet langsam langsam und hilft dem Körper beim Akklimatisieren. Jeden Morgen und Abend gab es einen Medical Check, bei dem Sauerstoffsättigung und Puls kontrolliert wurden. Durch den mit zunehmender Höhe abnehmenden Sauerstoffpartialdruck sinkt der Sauerstoffgehalt im Blut. Ab 2500 Metern kann es zu einer reflektorischen Hyperventilation kommen, wobei vermehrt CO2 abgeatmet wird, was zum Anheben des pH-Werts im Blut führt. Das kann zu Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Schwindel, Müdigkeit und Schwäche führen. Man spricht dann von akuter Höhenkrankheit. So, die erste Nacht geschafft. War ganz in Ordnung. Heute geht's auf 3500 Meter ins Shira 1 Camp. Das ist schon ganz schön hoch. Mal schauen, wie sich das Ganze auswirkt. Nach ca. 6 Stunden Aufstieg erreichten wir das Shira 1 Camp auf 3505 Metern. Und weil das Glück wieder mal auf unserer Seite war, zeigte sich der Kili am Abend in seiner vollen Pracht. Wir haben jetzt heute Tag 3 auf unserem Kilimandscharo-Trip und sind auf dem Weg von Shira Camp 1 zu Shira Camp 2 mit direktem Blick auf den Berg, was einen auch noch mal ein bisschen antreibt. Und es sollte heute auch keine allzu lange Wanderung werden. Von dort gibt es dann noch mal einen kleinen Akklimatisierungstrack. Aber die Tour heute sollte eigentlich machbar sein. Tag 4. Wir hatten eine ziemlich kalte Nacht, aber alle haben sie gut überstanden. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Lava Tower, unser Akklimatisierungspunkt für heute. Da gibt es ein Mittagessen und danach steigen wir ab zu unserem nächsten Camp.
Und die Aussicht ist wirklich phänomenal. Hinter mir hier irgendwo Mount Meru, kurz über den Wolken. Und das restliche Team und unsere Guides. Und vor uns die direkte Sicht auf den Berg. So, guten Morgen, Tag 5 aus dem Barranco Camp auf 3900 Meter. Wir haben es gestern alle noch runter geschafft vom Lava Tower, wenn auch mit wirklich ziemlich starken Kopfschmerzen. Mich hat die Höhe wirklich sehr erwischt und spätestens nach der Nacht geht es jetzt wirklich schon wieder viel besser. Heute steht die Barranco Wall an, sieht man hier hinter mir. Da muss man dann auch mal ein bisschen Hand anlegen. Ich glaube, wir machen 250 Höhenmeter, irgendwie sowas. Maximaler Punkt 4200 Meter, also 400 Meter weniger als gestern. Damit dürfte das heute auch machbar sein. Hier hinter mir sieht man schön, wie wir uns über der Wolkendecke befinden und auch wie groß dieses Camp hier ist, weil hier mehrere Routen zusammenführen. Es geht nach hier hinten noch weiter, nach hier hinten geht es noch ganz weit weiter. Dort oben befinden sich auch noch ein paar Zelte. Hier sieht man dann schon, wie viele Menschen eigentlich am Berg ihr Glück versuchen. Jetzt am oberen Ende der Barranco Wall angekommen, auf 4200 Meter. Hinter mir sieht man Touristen und den Berg. Und hier im Hintergrund irgendwo Mount Meru. Und jetzt geht's gleich wieder nach unten. Guten Morgen, Tag 6 aus dem Karanga Camp auf 1050 Meter. Heute laufen wir zum Barafu Camp auf 4600 Meter und von dort beginnt dann heute Abend unser Summit Attempt. Heute geht's allen eigentlich gut. Hoffen wir mal, dass der Aufstieg auch ganz gut verkraftet wird und wir sehen uns dann oben. Hoffentlich. Am höchsten Punkt für heute, unserem Akklimatisierungswalk auf 4800 Meter. Aber wir sind auch alle gut fertig, würde ich sagen. Gleich geht es dann wieder runter ins Camp. Ein paar Stunden die Augen zumachen vielleicht, was essen und dann geht's los. So, 12 Uhr Nacht. Summit Night. Wir probieren es mal. Alle ready, alle soweit fit. Gute Bedingungen, würde ich sagen. Sunrise. Sunrise. Sunrise.
Wir sind jetzt vorbei am Stella Point auf dem Weg zum Uhuru Peak. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Der Guide sagt weniger als eine halbe, aber jeder Schritt tut weh. Ich hoffe, wir melden uns von oben nochmal. Am 26. September um 7:50 Uhr erreichten Holger, Andi, mein Vater und ich den Gipfel. Um 9 Uhr stand auch Micha am höchsten Punkt Afrikas. Wir sind am Abstieg, beziehungsweise der Abstieg ist schon fast vorbei ins erste Camp, wo wir dann 2 Stunden ungefähr was zu essen bekommen und ein bisschen uns hinlegen können. Und dann müssen wir nochmal knapp 800 Meter runter ins nächste Camp zum Schlafen. Und ja, der Weg ist eigentlich ganz in Ordnung. Man kann hier so ein bisschen runter sliden, aber alle haben Kopfschmerzen, alle sind am Arsch. Wir sind alle froh, wenn wir im Camp sind, beziehungsweise dann den zweiten Abstieg auch gemeistert haben. Am letzten Tag nutzten wir die Möglichkeit, um uns bei denen zu bedanken, die uns dieses Abenteuer ermöglicht hatten. Unser Team bestand aus 25 unglaublichen Menschen, ohne die es keiner von uns auf den Gipfel geschafft hätte. Was die sogenannten Porters auf dem Berg leisten, ist erstaunlich und lässt sich unmöglich in Worte fassen. Ein besonderer Dank gilt unserem Koch Pasco, der uns vom ersten bis zum letzten Tag mit unfassbar leckerem Essen verwöhnte, und natürlich unseren 3 Guides Stanford, Joshua und Rama.